Ein Mensch wird gejagt. Ein Unwetter tobt. Regen prasselt auf die Erde. Der Held flieht. Bei dem Versuch, ein unglückliches Mädchen vor einer Zwangsehe zu retten, hat Siegmund ein Blutbad angerichtet. Alle Brüder der Frau sind tot, Siegmunds Waffen sind zerschlagen. Durch das tosende Gewitter ist Sieglinde aus dem Schlaf geschreckt. Der Gott Donner entfesselt mit seinem Hammer die Naturgewalten. Bis 70 Jahre sind vergangen. Wotan hat seine beiden am Ende des Rheingolds gefassten Pläne in die Tat umgesetzt. Zum einen hat er in der großen Halle in seiner neuen Burg Walhall gefallene Helden aus vielen Schlachten gesammelt. Er hat eine Armee gezüchtet, die er gegen Alberich im Fall der Fälle zu Felde führen möchte. Zum anderen hat er ein Zwillingspaar gezeugt. 2 Kinder mit einer menschlichen Frau, Siegmund und Sieglinde, die sogenannten Welsungen. Den jungen Siegmund hat er zu einem anarchischen Querkopf ausgebildet. Er kann sich an keine Regeln dieser Welt halten. Er gerät in Konflikte. Irgendwann verlässt ihn der Vater. Siegmund ist auf der Flucht vor seinen Häschern. Das ist der Beginn des ersten Aufzuges der Walküre. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zum zweiten Teil unserer Videopodcast-Serie am ersten Abend des Bühnenfestspiels der Ring des Nibelungen, die Walküre. Ich begrüße auch unseren GMD Axel Kober, der wiederum mit mir heute zusammen Sie durch dieses Stück führen wird. Hallo Axel, gut. Hallo. Wie geht es dir heute? Ja, zum Glück gut. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir doch so viele sehr schöne Reaktionen auf unseren ersten Teil bekommen haben und auch so viele wirklich sehr, sehr interessante Fragen von unserem Publikum, die wir natürlich sehr, sehr gerne beantworten möchten. Genau. Aber wir haben uns jetzt entschieden, da diese Fragen doch sehr detailliert zum Teil sind und auch wahnsinnig interessant, dass es wahrscheinlich diesen Fragen nicht gerecht werden würde, wenn wir sie jetzt immer so zwischendurch einstreuen würden für Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, sondern wir haben uns entschieden, eine 5. Folge nach der letzten Folge Götterdämmerung zu produzieren, wo wir ausschließlich auf diese Fragen eingehen werden. Darum seien Sie jetzt nicht enttäuscht, wenn Ihre Frage nicht sofort kommt, aber sie wird kommen. Wir werden versuchen, fast alle Fragen zu beantworten, die Sie uns stellen. Und nun zum ersten Aufzug der Walküre. Das ist wahrscheinlich doch einer der prägnantesten Aufzüge, die Richard Wagner geschrieben hat. Es ist ein unglaublich atmosphärischer Beginn mit diesem Gewitter, was wir eben schon hören konnten. Axel, wie macht man das, dass man am Anfang eines Aufzuges so eine unglaubliche Atmosphäre schafft? Und wie sieht diese Atmosphäre eigentlich aus? Ja, wenn man sich das in der Partitur anschaut, ist es eigentlich gar nicht so schwer. Es ist relativ einfach. Also die Streicher, die Geigen spielen in
unisono auf einem Ton 6 Tolen, also sehr schneller Rhythmus, der sehr hart ist, der sehr flirrend ist, der das Trommeln des Regens wirklich auf die Häuser, auf die Fensterscheiben im Wald darstellt. Man hört die schnellen Schritte von Sigmund, der flieht vor seinen Häschern. Natürlich auch im Rückblick auf Rheingold ist unser Gott Donner ganz wichtig mit von der Partie. Im Rheingold darf er eigentlich gar nicht so richtig losdonnern, aber hier am Anfang der Walküre kann er alle seine Kraft entfesseln. Und aber dieser Akt hört gar nicht auf, diesen unglaublichen Werf zu entwickeln. Das geht dann musikalisch genauso weiter. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich mit diesem ersten Akt Walküre beginne, ist er eigentlich schon vorbei. Also das geht wie im Flug und hat einen unglaublichen Sog vom ersten bis zum letzten Takt, bis zum ersten. Und was bei diesem Akt so herrlich ist, dass der Schluss auch so stark ist, dass eigentlich immer nach dem letzten Akkord ein Bravo-Schrei aus dem Publikum kommt. Also immer von dem ersten Auftakt bis zu diesem ersten Bravo vergeht quasi gefühlt nicht eine Sekunde. Und das ist unglaublich, wie toll Wagner das wirklich geschafft hat, diesen Bogen und diesen Sog herzustellen. Es ist ein richtiger Rausch. Es ist auch, wenn wir an der Seitenbühne stehen und eine Aufführung betreuen von der Walküre, ist es immer ein Moment, auf den man hinfiebert, ist dieser Schluss, dieses große Duett zwischen Sigmund und Sieglinde und auch wie sich das hochpeitscht und wie sich dieser Rausch entwickelt. Das ist für alle, die da an der Seitenbühne stehen, meistens ein unglaublich emotionaler Akt. Man merkt, die Leute sind wirklich auch beim Bühnengeschehen wahnsinnig dabei. Alle versuchen in unglaublicher Art und Weise diesen kleinen Bewegungen auch zu folgen. Und es ist immer eine unglaubliche Befriedigung, wenn sich denn dieser Riesenjubel meistens des Publikums entlädt am Ende dieses letzten Akkordes, dieses ersten Aufzuges. Was eigentlich in diesem Aufzug passiert, ist relativ schnell erklärt. Sieglinde lebt in einer Zwangsehe mit einem Mann, Hunding heißt dieser Mann, und sie ist als Kind von ihrem Bruder getrennt worden, von ihrem Zwillingsbruder, von dem sie noch den Namen weiß, aber nicht weiß, wo er geblieben ist. Die Mutter wurde bei einem Überfall getötet, sie wurde geraubt und wurde an diesen Menschen verkauft. Und da lebt sie jetzt mit ihm in einer nicht besonders erquicklichen Ehe und wartet darauf, dass eines Tages der Erlöser kommt in Gestalt ihres Bruders, der sie aus dieser Ehe befreit. Ein Mensch ohne Waffen, verwundet, kommt in diesen Raum hinein und sie ist schon gleich sehr, sehr aufmerksam, dass das vielleicht doch dieser ersehnte Bruder sein könnte, der da reinkommt und sie mit sich wegnehmen könnte. Dazu kommt noch eine Geschichte, die im Vorfeld passiert ist, nämlich am Tag ihrer Hochzeit ist ein fremder Mann hineingekommen in diesen Raum und hat in einen Eschenstamm, der da zauberhafterweise in diesem Wohnzimmer von Hunding steht, ein Schwert hineingestoßen mit der Bemerkung, dass nur der Stärkste allein dieses Schwert rausziehen könnte. Und Sieglinde glaubt natürlich und weiß, dass das nur ihr Bruder sein kann. Dieser Hunding kommt dann später auch gleich dazu und bewirtet diesen Fremden, wie es das Gebot der Gastfreundschaft verlangt. Und im Laufe eines längeren Gesprächs, wo Hunding den Fremden nach seinem Namen fragt, da stellt sich heraus, dass Hunding auf der Jagd nach einem Feind war und dass Sigmund genau dieser Feind ist. Sigmund jedoch erinnert sich an seinen eigenen Namen gar nicht. Er führt verschiedene Namen zu Felde, nämlich er sagt, er darf nicht Friedmund heißen, er würde so gerne Frohwald heißen, aber er müsse sich jetzt in dieser Situation Wehwald nennen. Er ist ein Mann, der eigentlich eine verlorene Identität darstellt. Er weiß gar nicht so genau, wo er herkommt, woher er stammt, wie seine Vergangenheit war. Das weiß er nicht. Und diese Namen, die hat Wagner zum einen natürlich sehr prägnant in seiner Dichtung bearbeitet, aber er hat auch ganz, ganz prägnant in diesen Erzählungen ihnen musikalische Gestalt gegeben. Wie sieht die aus, lieber Axel? Also es ist so, jedes Mal, Sieglinde weiß ja eigentlich oder spürt von Anfang an, dass es ihr Bruder ist. Und das hört man in der Musik sehr deutlich. Und zwar durch die Gesten. Also wenn sie ihm den Trank reicht, um sich zu laben, dann gibt es ein wunderschönes Cello-Solo. Es ist alles erst noch sehr vorsichtig, aber es ist eine derartige Intimität da, dass man spürt, muss das Zwillingspaar sein. Und sie will immer den Namen wissen. Und er sagt, ja, nicht Friedwald und nicht Frohwald und Wehwald und was auch immer. Und dann kommt
am Ende, nachdem er seine ganze Geschichte erzählt hat, sagt er zu ihr: Nun weißt du, fragende Frau, warum ich Friedmund nicht heiße, weil ich bringe nur das Unheil in die Welt. Und am Ende dieser Phrase ertönt er zum ersten Mal das Welsungen-Motiv, auch ganz zart, was aber ganz klar macht, er ist der Zwillingsbruder. Also erst hört man in den tiefen Celli und Bässen noch einmal das Zwillingsthema und dann singt er: Nun weißt du, fragende Frau, warum ich Friedmund nicht heiße. Und dann kommt Sieglindes Antwort eigentlich. Wobei gerade durch die Instrumentation Sieglindes Zartheit in dieser Szene, sie darf ja nicht viel reden, wenn Hunding dabei ist, aber ihre Zartheit unglaublich schön wiedergegeben wird. Und so wissen beide eigentlich, dass sie da dazu zusammengehören, aber es ist natürlich nur eine Ahnung und das muss erst dann im Laufe des Aktes noch bestätigt werden. Wir erinnern uns natürlich an das Schwert und diese prägnante Stellung des Schwertes am Ende des Rheingoldes. Auch hier in diesem Akt spielt natürlich das Schwert wieder eine sehr große Rolle. Es steckt nämlich in diesem Stamm. Sieglinde kann ja dem Siegmund nicht sagen, dass er dieses Schwert sich da rausholen soll. Jedenfalls nicht, solange Hunding dabei ist. Sie zeigt es ihm. Sie zeigt ihm das Schwert. Wotan hat als Wanderer das Schwert in die Esche gesteckt. Und wenn sie den Saal verlassen muss und Hunding gesagt hat, am nächsten Tag wahre dich mit Waffen, ja, dann wehre dich, dann versucht sie ihm mit dem Blick das Schwert zu zeigen. Und man hört es. Aber Siegmund kann es noch nicht sehen. Sondern er meint, ja? Ja, er ist gefangen in einer gewissen Weise in seiner Verzweiflung. Er hat diese wahnsinnig große Not und er weiß, dass in dieser großen Not ihm dieses Schwert begegnen sollte. Und er ruft seinen Vater unter dem Namen, den er annimmt, dass sein Vater ihn trägt, den er ihn nämlich genannt hat, nämlich Welse an, in wahnsinnig berühmten Rufen, wo auch viele Tenöre sich versuchen natürlich zu übertreffen, die Länge dieser Rufe. Das soll jetzt hier aber nicht einen zu großen Stellenwert einnehmen in diesem Gespräch. Aber er ist so gefangen in seiner eigenen Verzweiflung, dass er es nicht merkt, dass dieses Schwert direkt vor seinen Augen eigentlich sich befindet. Dann kommt aber eine überraschende Wendung. Wotan lässt tatsächlich, ja, er zieht alle Register. Also es fällt ein großer Sonnenstrahl auf oder ein Strahl auf den Griff des Schwertes. Das Schwertmotiv erklingt im Fortissimo im Orchester, in C-Dur, in der Originaltonart und Siegmund kann es immer noch nicht sehen. Ja, es ist tragisch, aber auch gleichzeitig natürlich unglaublich faszinierend, dieser Verzweiflung zuzugucken. Es ist ein unglaublich intensiver Moment, wenn der Sänger das gestaltet. Da kriegen viele Leute Gänsehaut und auch Tränen in den Augen, weil es so tragisch ist, diesem armen Menschen dazu zu schauen, der wirklich nach der Suche nach seiner Identität und nach seinem Fortkommen ist. Hunding, der ihn ja am nächsten Tag zum Zweikampf gefordert hat, was ein sehr ungleicher Kampf ist, weil er eben keine Waffe hat, der ist schlafen gegangen und Sieglinde hat diesen Hunding mit einem Schlaftrunk betäubt. Und nun kann sie mit ihm sprechen, nun kann sie ihm alles offenbaren, was da passiert ist, dass es dieses Schwert gibt. Und diese Tür hat der Hunding abgeschlossen, bevor er in sein Schlafgemach gegangen ist, die Tür dieses Hauses. Und es passiert eine Art Wunder. Bevor sich die Geschwister annähern, gibt es eine Art Explosion. Der Lenz bricht in diesen Raum, die Tür geht auf und man sieht den Lenz hineinkommen und es folgt eine der wirklich wenigen klassischen Arien im ganzen Ring, wenn man nicht so sagen möchte, sogar die einzige Arie in dieser Art, nämlich die berühmten Winterstürme, die Siegmund dazu verleiten, diesen Lenz zu besingen. Diese Situation zwischen den Geschwistern, sie schaukelt sich hoch, es wird immer erotischer, immer intimer und zum Schluss spricht Sieglinde ganz klar aus, was beide fühlen, nämlich, dass er ihr Bruder ist, dass er Siegmund ist. Und in diesem Moment, wo sie ihn beim Namen Siegmund nennt, da
merkt Siegmund, dass dieses Schwert für ihn bestimmt ist. Er geht zu diesem Eschenbaum, zieht das Schwert aus diesem Stamm heraus und die beiden verschwinden aus diesem Haus des Peinigers hinaus in den Wald und vollziehen dort ihre Geschwisterliebe. Das ist das Ende des ersten Aufzuges und gerade dieser Inzest, der, wie gesagt, der verführt das Publikum immer zu unglaublich großen Jubelstürmen und das ist ein unglaublicher Abschluss dieses Aktes. Aber lohnt sich auch ein bisschen auf den gehörnten Ehemann sozusagen zu schauen, nämlich auf Hunding. Hunding ist von Wagner auch sehr, sehr präzise gekennzeichnet. Meine Damen und Herren, Sie erinnern sich vielleicht, als wir das letzte Mal über diese Rollen sprachen, die nicht sehr groß sind oder nicht sehr lang, aber trotzdem wahnsinnig wichtig für diese Stücke. Und Hunding gehört ganz klar dazu. Hunding ist eine Partie, die muss von einem wirklich ersten Sänger, einem wirklich schwarzen Bass verkörpert werden. Er hat auch ein ganz prägnantes Motiv. Er wird ganz prägnant musikalisch eingeführt. Vielleicht, lieber Axel, kannst du dazu noch mal was sagen? Ja, also es ist erstmal ein sehr, sehr scharfer Rhythmus, ein sehr einprägsames rhythmisches Motiv, das Hunding kennzeichnet. Dann von der Klangfarbe her wird das zum ersten Mal von den Wagner-Tuben gespielt. Das habe ich in der letzten Folge beim Rheingold erklärt, wie wunderbar weich diese Tuben spielen können. Bei diesem Thema zeigt sich die andere Seite dieses Instruments. Wenn es nämlich im Fortissimo gespielt wird, dann klingt es oft sehr eng und sehr scharf. Und das charakterisiert Hunding natürlich sehr deutlich. Und dieser Rhythmus der kommt dann auch immer wieder, wenn Hunding die beiden jagt im zweiten Akt, dann hört man immer wieder diesen Rhythmus. Richard Wagner hat ja in seinen ersten Prosa-Entwürfen zur Walküre noch intendiert, dass der Hunding gleichzeitig auch der Mörder von Siegmunds und Sieglindes Mutter sein sollte. Also dass dieser Kulmination des Konfliktes dann nochmal eine Erhöhung erfährt, nämlich insofern, als dass Siegmund gegen den Mörder seiner Mutter kämpft. Das hat er dann aber ganz bewusst ausgespart. Er erwähnt ganz deutlich, dass Hunding Sieglinde von Schächern bekommen hat in der Walküre, als er sie dann niedergeschrieben hat, die Dichtung. Und das hat er, glaube ich, aus verschiedenen Ursachen getan. Ein ganz, ganz entscheidender Punkt ist, dass Hunding eigentlich nach den Gesetzen der Ehe im Recht ist. Und damit entbrennt jetzt im zweiten Aufzug ein riesiger Konflikt zwischen Wotan und seiner Ehefrau Fricka. Wotan hat seine Lieblingswalküre Brünnhilde, die er gezeugt hat, zwischen Rheingold und Walküre, allerdings nicht mit derselben Frau wie die anderen Walküren, sondern mit Erda. Er hat eine einzige Walküre mit Erda gezeugt, das ist die Brünnhilde, alle anderen mit einer anderen Frau, von der wir nicht wissen, wer sie ist. Diese Lieblingstochter, die beauftragt er am Anfang des zweiten Aufzuges im Zweikampf, Siegmund zu schützen, nicht Hunding. Dann aber tritt Fricka auf den Plan. Es gibt eine unglaublich große Szene, wo die Prinzipien sich gegenüberstehen. Wotan, der diesen Anarchisten Siegmund geschaffen hat, der diese freie Liebe irgendwie in die Welt bringen will, dieses anarchische Element und damit hofft, dass dieser freie Held ihm auch den Ring von Fafner zurückbringen wird, der trifft auf die andere Welt, die er geschaffen hat, auf diese Welt der Verträge, auf der sich seine Macht gründet. Und er muss einsehen, dass diese beiden Welten miteinander nicht vereinbar sind. Er hat die Minne in die Welt gebracht, aber auch die Macht. Und die Macht erhält er nur durch die Verträge. Das macht ihm seine Frau Fricka in aller Unmissverständlichkeit klar. Sie setzt sich in dieser Diskussion durch. Wotan muss ihr schwören, Siegmund im Zweikampf zu töten oder töten zu lassen von Hunding. Das sagt er daraufhin in einer sehr langen Erzählung, wo er ausholt und Brünnhilde versucht, das Konzept seiner Welt zu erklären, der Brünnhilde, und die möchte das nicht einsehen, weil sie spürt, dass es Wotan gegen seinen Willen macht, dass Wotan das eigentlich nicht möchte. Aber Wotan wird sehr, sehr zornig auf Brünnhilde, sagt, sie muss es tun. Und so kommt es zu der Situation, dass Brünnhilde vor Siegmund treten muss. Siegmund und Sieglinde sind im Wald. Sieglinde ist ohnmächtig geworden vor Erschöpfung und ihm den nahenden Tod verkünden muss. Und das ist eine der prägnantesten musikalischen Szenen im ganzen Ring, die wirklich unglaublich intensiv ist und auch musikalisch derart viele Facetten hat, dass es sich doch hier lohnen würde, kurz auf diese Szene einzugehen. Also diese Szene wird eingeleitet durch die Streicher zunächst, durch die tiefen Streicher. Celli ganz alleine übrig und dann kommt zum ersten Mal im Ring folgendes Motiv, wieder Wagner-Tuben.
Akkordfolge wird immer wieder kommen in Bezug auf weißt du, wie das wird? Ja, der Schicksalsfaden, der gesponnen wird, dass dieses Wähnen, was wird passieren? Diese Fragestellung liegt in diesen Akkorden. Und dann tritt Brünnhilde auf in einem wunderschönen Blechchoral. Wieder unterbrochen von der Frage. Und dann der Verweis auf ihre göttliche Herkunft. Und das ist in der Mitte des Stücks. Es ist in der Mitte des zweiten Aktes und nimmt einen sehr großen Raum ein, weil es so ruhig ist und ist dadurch wirklich ein musikalisches, absolutes Zentrum dieser Oper. Die Herkunft ist ein gutes Stichwort, weil Brünnhilde hat, wie gesagt, eine andere Herkunft als ihre Schwestern. Sie ist die Tochter Erdas und sie ist als einzige der Walküren mit etwas ausgestattet, was für den Beruf der Walküre nicht besonders gut ist, nämlich mit Empathie. Und diese Empathie, die führt in dieser Szene dazu, dass sie sich von Siegmund umstimmen lässt. Siegmund schafft es, indem er droht, seine Schwester und, was Brünnhilde ihm offenbart hat, die Frucht, die seine Schwester im Leib trägt, nämlich das Kind, was beide miteinander gerade gezeugt haben, zu töten. Und Brünnhilde lässt sich erweichen von Siegmund und sagt, ich werde dich entgegen dem Willen Wotans in der Schlacht schützen. Dann kommt es zum Zweikampf und Wotan übertrumpft Brünnhilde. Er tritt auf die Szene und tötet seinen eigenen Sohn Siegmund. Daraufhin tötet er dann auch noch Hunding, weil er ihn auch verachtet eigentlich. Aber Brünnhilde muss, und was ihr gelingt, diese Trümmer des Schwertes zusammensammeln. Das Schwert ist an Wotans Speer zerschellt, nimmt Sieglinde mit sich und flieht im letzten Augenblick vor Wotan. Und der Vorhang schließt sich über den zweiten Aufzug. Was dann kommt... Wenn ich dich ganz kurz unterbrechen darf. Ich fand es früher auch immer eigentlich fast den schlimmsten Moment im Ring, wenn Siegmund stirbt. Weil Siegmund eigentlich der einzige Charakter, also zumindest meines Gefühls nach, der einzige Charakter ist, der geradlinig seine Überzeugungen vertritt und auch bei seinen Überzeugungen bleibt. Wenn Brünnhilde ihm anbietet, du kommst zu mir nach Walhall und so weiter, dann will er lieber sich und seine Schwester umbringen, weil das ist nicht das, was er ihr versprochen hat. Und der Siegmund ist eigentlich der einzig wirklich geradlinige und wahrhaftige Held im ganzen Ring. Tragisch da auch, weil er eben durch den Plan seines Vaters, er ist so geworden, er ist mit diesem Kopf durch die Wand konzipiert, so pervers es auch klingen mag, dass Menschen konzipiert sind, aber er ist genau so erzogen worden und das ist aber sein großes Verderben in dieser Szene. Er ist eine wirklich zutiefst tragische Figur und muss da an dieser Stelle sterben und es ist ein unglaublich trauriger Moment, da gibt es eine lange musikalische Passage, wenn man sieht, wie Wotan vor seinem toten Sohn, den er auch liebt, natürlich steht. Das ist ein großer Akkordfolge. Diese Akkordfolge kommt da auch wieder sehr deutlich. Sehr, sehr tragisch. Und der große Dramatiker Wagner schafft es denn von diesem unglaublich tragischen Geschehen im Beginn des nächsten Aufzuges auf ein anderes Geschehen umzublenden. Und es gibt wahrscheinlich, würde ich jetzt mal behaupten, dann das bekannteste Orchestervorspiel, was zu irgendeinem Wagner-Aufzug geschrieben worden ist, nämlich den sogenannten Walkürenritt. Ich würde sagen, jeder, der irgendein Stück von Richard Wagner im Ohr hat, ohne vielleicht sogar zu wissen, dass es von Richard Wagner ist, wird diese Melodie kennen. Warum ist diese Melodie eigentlich so bekannt? Was meinst du, Axel? Also ganz genau kann ich es mir nicht erklären, weil es ist ja eigentlich gar keine Melodie, es ist ein Rhythmus. Es ist ein Rhythmus, der eine gewisse Harmonisierung hat, die eigentlich auch nicht so wahnsinnig kompliziert ist. Aber ich glaube, dass das von Anfang an mit den Bildern auch zu tun hat. Also es ist eine sehr ausgiebige Szene, 9 Walküren auf der Bühne mit ihren Schlachtrössern und ihren Schildern.
dann hat es natürlich auch damit zu tun, dass diese Musik immer auch verwendet wurde mit anderen Bildern, die wir im Kopf haben, jetzt auch aus der Propaganda des Dritten Reiches, auch aus Filmen wie Apocalypse Now oder so. Also es ist eben was besonders Martialisches, was uns immer mit diesen Bildern in irgendeiner Weise in Verbindung kommt. Im Ring ist das natürlich in erster Linie der Walküren-Rhythmus, der auch mit den Pferden zu tun hat. Das ist eigentlich das Reiten eines Pferdes. Und gerade in Götterdämmerung, wenn es ums Pferd Grane von Brünnhilde geht, kommt immer wieder in irgendeinem Horn genau dieser Rhythmus. Und ich glaube, dass das dazu geführt hat, dass dieses Thema letztendlich auch so bekannt ist. Aber ich möchte da eine Frage an den Regisseur zwischenstellen. Das hat Dietrich W. Hilsdorf auch immer als Schwierigkeit betrachtet. Dieses allwissende Orchester weiß ja immer alles. Also da kommt ein Pferderhythmus, da kommt ein Schwertmotiv und so weiter und so fort. Das ist für einen Regisseur doch eigentlich wahnsinnig schwierig, das in Szene zu setzen. Und vielleicht kannst du da mal was dazu sagen, wie das auch gelöst wurde zum Teil. Ja, es ist natürlich schwierig, aber auch einfach zugleich auf eine gewisse Art und Weise, weil nämlich die Schwierigkeit ist ja, dass man eine große zusätzliche Ebene hat in diesem Motivgewebe, was Richard Wagner ja auch nicht nur im Ring, aber im Ring ganz besonders stark verwendet. Aber man hat auch häufig Stellen, wie wir ja darüber gesprochen haben, jetzt im Rheingold-Schluss, wo von dem einen Plan gesungen wird. So grüße ich die Burg, und man hört das Schwert gleichzeitig, man hört den anderen Plan. Man hat eine Vielschichtigkeit, die natürlich uns auch eine große neue szenische Dimension eröffnet. Man kann gucken, sagen die Figuren wirklich die Wahrheit, meinen sie es so oder denken sie vielleicht an was ganz was anderes. Und man hat diese Vielschichtigkeit, die man in einem reinen Schauspieltext nicht hat. Das ist natürlich eine unglaubliche, also das gibt es natürlich bei Mozart auch schon, dass zum Teil auch Tonarten in eine andere Richtung gehen als der Text. Aber bei Richard Wagner hat man das nochmal natürlich durch diese Motivstruktur so unglaublich prägnant, dass man eine zusätzliche sprechende Ebene hat. Dieser wirklich sehr wichtige Satz, dass natürlich das Musiktheater darin besteht, dass es die Erstinterpretation des Textes durch den Komponisten bereits gibt. Und diese Interpretation, die man als Regisseur, der hinzufügt, natürlich immer mit beiden Ebenen korrespondieren muss, die ist bei Richard Wagner natürlich viel, viel stärker noch als bei anderen Komponisten. Aber es ist natürlich eine unglaubliche Herausforderung auf der einen Seite, aber auch ein wahnsinniger Reichtum, auf was man alles Bezug nehmen kann und was man alles auch aus der Musik an Szene herleiten kann. Das ist, finde ich, ganz, ganz großartig. Wir kommen jetzt aber weiter in der Handlung. Brünnhilde kommt etwas verspätet und die Schwestern sind entsetzt, weil sie hat keinen Helden dabei, sondern sie hat eine Frau im Sattel, nämlich Sieglinde, die ohnmächtig fast ist und eigentlich nur noch sterben möchte, bis Brünnhilde ihr sagt, du bist schwanger, ein Welsum wächst dir im Schoß. Und in diesem Moment passiert etwas ganz Außerordentliches, weil nämlich natürlich Richard Wagner auch hier das Orchester schon eigentlich einen unglaublichen Bogen schlägt, der so weit ist, dass wir eigentlich bis ans Ende der Götterdämmerung hier schon denken müssen, aber erstmal eine wunderschöne Melodie hören. Und lieber Axel, vielleicht kannst du was zu dieser Melodie sagen. Ja, also erstmal, wenn Brünnhilde das ihr verkündet, sie ist schwanger, sagt sie, den hehrsten Helden der Welt hegst du Weib im schirmenden Schoß. Und natürlich hören wir dazu. Natürlich, das ist Siegfried. Und das leitet er über durch ein Schwertmotiv. Wenn Sieglinde sich das angehört hat, singt sie einfach nur, O hehrstes Wunder. Also hier haben wir Schwert. Das ist das hehrste Wunder, was dann später noch bei uns auch Thema sein wird. Genau, wir wollen jetzt nicht so sehr hier teasern, aber wir haben in diesem Motiv in der Götterdämmerung dann natürlich noch einen großen Raum, den wir einräumen, weil das einfach ein ganz, ganz wichtiger musikalischer Gedanke für diese Konzeption dieses großen Werkes, der Ring des Nibelungen, ist. Aber was passiert jetzt noch im dritten Aufzug? Sieglinde ist geflohen. Sie geht in einen Wald, wird dort Siegfried gebären und ein komischer Zwerg wird ihr dabei helfen. Aber das passiert zwischen den beiden nächsten Stücken. Wotan tritt auf, er ist wirklich nicht wütend, er ist außer sich. Er
Er möchte Brünnhilde vernichten. Er möchte auch jede andere Walküre, die dieser gefallenen Schwester zur Seite steht, auch mit auslöschen. Die Schwestern, die werden dann alle in alle Winde sich zerstreuen vor lauter Angst und Furcht und Entsetzen. Die beiden bleiben allein zurück und Wotan bestraft Brünnhilde. Er nimmt ihr alles, was er ihr gegeben hat. Sie ist keine Wunschmaid mehr. Sie soll eine ganz einfache Frau sein, die am Wegrand im Schlaf liegt. Der erstbeste Passant darf sie nehmen zur Frau und als zu einem Hausmütterchen machen. Und in dieser Situation gelingt es doch Brünnhilde noch, den Willen Wotans etwas abzumildern, nämlich sie bittet, dass ein Feuer sie umzingeln soll, wo nur der Hehrste hält, was interessanterweise ihr Neffe Siegfried, der Nachkomme von Siegmund und Sieglinde, sein wird. Nur der da kann sie erwecken, weil nur er ist stark genug, dass man durch dieses Feuer geht. Und es folgt, nachdem Wotan diesen Plan eingewilligt hat, eine der auch wirklich aufwühlendsten Schlussszenen, die je in der Oper geschrieben worden sind, nämlich Wotan verabschiedet sich von seiner Tochter Brünnhilde. Und das ist ein so großer Moment, lieber Axel, da können wir jetzt stundenlang drüber sprechen, aber wir könnten natürlich auch mit einem wirklichen Wotan mal darüber sprechen. Was meinst du? Das wäre natürlich interessant, aber wir sind ja, wie gesagt, du bist in Düsseldorf, ich sitze im Moment in meinem Wohnzimmer in Mannheim. Ja, müssen wir mal schauen, ob wir einen Wotan... Mal gucken, was die Technik macht. Man kann ja mal irgendwie die Telekommunikation bemühen. Vielleicht funktioniert das ja. Also dann, Regie, hallo. kann man einen Wotan uns dazuschalten? Geht das? Hallo Wotan. Wotan? Oh, da ist einer. Oh. Und noch einer. Oh. Hi. 2 Wotane. Hallo. Hallo. Meine Damen und Herren, wir begrüßen Simon Neil und James Rutherford. Und die erste wichtige Frage ist in diesen Zeiten, wie geht es euch? Ja, ganz gut. Yeah, really good. Thank you very much. These are really tough times for the opera business, but doing okay, thank you. Und Simon, wie geht's dir? Good. I've come in costume. Oh, because if you ladies and gentlemen, if you haven't seen our ring cycle, you will miss this. But Wotan comes in the very first moments in Rheingold. His entrance is on a Rollstuhle, and he comes in disguise or in this like dust sheet, and Fricka wakes him up, and he appears. Simon vollendet das ewige Werk. Genau. Erklär uns. Meine Damen und Herren, ein wichtiger Hinweis hier an dieser Stelle. Ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle, Sie werden es gemerkt haben, wir schneiden diesen Podcast nicht, wir machen ihn mehr oder weniger live und darum haben Simon Neil und James Rutherford uns glücklicherweise zugesagt, allerdings unter der Bedingung, obwohl beide sehr, sehr gutes Deutsch sprechen, hier in dieser Live-Situation in ihrer Muttersprache Englisch uns antworten zu dürfen. Und das haben wir ihnen natürlich gewährt, weil es eine super Gelegenheit ist, mit diesen beiden großen Künstlern hier reden zu können. Wir werden das für sie untertiteln, ihnen entgeht nichts, aber nur, dass sie sich nicht wundern, dass der Herr Kober und ich auf Deutsch sprechen und die beiden Kollegen auf Englisch antworten. Yeah. So yeah, and we are both calling you from the east of England. So James is about 100 miles south of me on the east coast. So we're calling from England, yeah. Simon, nachdem du im Kostüm aufgetreten bist, kannst du uns kurz erklären, vielleicht auch für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, warum in unserer Inszenierung Wotan so auftritt? Oh ja, gute Frage. If I remember, it was a long time ago, that we had this idea with Dietrich Hilsdorf that this building of Valhalla has taken a long time. And Wotan has gone into a sort of meditative state, and they cover him maybe in this dust sheet, like an old piece of furniture in a house you only go to in the summer. And he's in this sort of sleepy state, and when it's finished, when it's ready to be revealed, when Valhalla is ready, then Fricka wakes him up and says, "Here you are, wake up and see what you've dreamed." But of course, he goes back to it in Siegfried. As the Wanderer, he also goes around with the hat and the cloth. As a disguise. Yeah, as part of his disguise. But I wonder whether it's his safe place, maybe, as well. I think that's a good thing. Yeah, he likes to be a little bit watching rather than doing sometimes. You can always learn more by watching and listening than speaking, I think.
Wenn man jetzt schon mal diese grandiose Gelegenheit hat, hier mit 2 Wotan-Darstellern zu sprechen, hat mich eine Frage eigentlich schon immer sehr, sehr bewegt, als ich mich mit dem Ring beschäftigt habe. Und zwar, es gibt ja im ganzen Ring 34 Charaktere, die auftreten in diesem großen Bühnenfestspiel. Und davon stammen tatsächlich 11 direkt, nämlich 11 Söhne oder Töchter von Wotan ab. Und ein weiterer, nämlich der Siegfried, ist ja noch der Enkel. Also es gibt 12 von 34, was mehr als ein Drittel ist, Charaktere, die direkt von Wotan abstammen. Aber kein einziges Kind hat Wotan mit seiner Frau gezeugt. Was um Himmels Willen geht in dieser Ehe schief? In Rheingold, he's young. He's very young. I think they're young people. Then we miss a whole load of his history. And then suddenly in Valkyrie, he has the 11 children. And then, of course, he's a grandfather in Siegfried. So we get to see a long spread of his life. I think when he's young, maybe then fairly newly married, Wotan and Fricka in Rheingold. But then, of course, Erda comes along, and then all the trouble begins. Yeah, I think there are definitely moments in Rheingold where there is affection between Fricka and Wotan. I think that, but I think that maybe she feels that Valhalla is going to keep them together, and he feels that Valhalla is going to give him more power. So I also think that there's a certain element of the contract of marriage is very important in this piece, because it's Fricka upholds marriage, but not necessarily. I think it's a contract of marriage without the lust and the desire of love, which Wotan goes and seeks from Erda and from nature, and then he gets that very basic urge there, and he doesn't get it with Fricka. Diese Partie ist erstens ja mal über diese 3 Opern wahnsinnig lang und sie hat wahnsinnig viele Farben. Also wenn man allein Walküre anschaut, von dem ersten Auftritt, nun zäumet ein Ross, reißige Maid, bis hin zu Wotans Abschied, hat man erstens ja unglaublich lang zu singen und wahnsinnig viele Farben. Von dem herrschenden Gott bis hin zu dem liebenden Vater. Ja, das ist ja fast auch schon eine partnerschaftliche Liebe zu Brünnhilde. Wanderer ist wieder eine ganz andere Herausforderung in Siegfried. Wie geht ihr mit diesen vielen Farben und mit dieser unglaublichen Länge und Herausforderung dieser Partie um? Yeah, good question. I think it all starts for me with the text. And we had this big banner in the rehearsal room that Dietrich put up that said Lust am Text, and that has to be the first thing. And so when when I was preparing the role because I knew the Ring cycle from having sung Donner and Alberich in Siegfried and Gunther in Götterdämmerung, but for Wotan, I start with the text. What is it? And Wagner text is difficult to understand, but you make a good translation, and then you trust the text and trust that Wagner, he wrote the text and he wrote the music with the text. So go with him, follow where he takes you, and be surprised. We had we had 8 weeks rehearsal for every piece, so we have the time to actually not sing. Many times in rehearsal we didn't sing, we just spoke the text like actors, and that gave us the chance to find the color in the text before you even put it into the voice. And I think that's a very important thing, that we had that time, for me, because it was as a debut for me, to spend the time to discover where you could really think about color, where you could make sometimes an ugly sound because you want a certain color and a certain emotion to come out. And so it's a very slow, time-consuming process to find all those things. And every performance, it changes. It grows every time. What do you think, James? Absolutely. Yeah. I was just counting before. I think I've done 7 different productions now of Valkyrie. And it's a real journey, an emotional journey, physical as well. It's very demanding physically to sing, particularly Act 3. The Act 2 narration is very long, so it tests the brain.
I will say, having just had a long run of Hans Sachs cancelled, it still doesn't compare text-wise to Meistersinger, but it makes very different demands on you. And you do go from this kind of arrogant god at the top of Act 2, celebrating with Brunhilde, to this broken man putting her to sleep by the end. That's an incredible journey. Ich habe eine kurze Frage da an dich, James, weil du warst ja dabei, wie wir im letzten Jahr, ich habe es in der letzten Folge beim Rheingold schon erzählt, wie wir aufgrund des Wasserschadens im Duisburger Opernhaus auf die Mercatorhalle ausweichen mussten. Da haben wir dann das Ganze ja konzertant gemacht und ich habe euch ja fast sehr, sehr dringend gebeten, dass wir das, obwohl es konzertant war, auch ohne Noten machen, weil dadurch natürlich ein größerer Kontakt zum Publikum entsteht. Wie war die Erfahrung für dich, mal dieses ganze Werk wirklich konzertant vor dem Orchester direkt am Publikum zu singen? It was so interesting, just to rely on the music, but also just with the stillness of standing on a platform, but the communication with the other people without any of the other stuff that you have to do because it's part of the production. It was fascinating. It was a very different challenge. It did mean, which is wonderful for our recording, that I could think more about the sounds that I was making, because obviously when you're on stage, I'm playing the role in concert or in opera. It meant you could really focus on smaller things, whereas perhaps there are so many other things to think about when you're in a staged production. Yeah. From my point of view, I was very glad that James had to do that and not me, because I like to move around, and I find the concert platform, standing in quite a small space, quite hard, and physically actually more tiring physically than actually being able to move around the stage, grab my spear and do those sort of things. So bravo. Und wenn Sie das nachhören wollen, liebes Publikum, diese Vorstellung, und wir haben es ja aufgenommen und die Wahlküre wird bald im Online verfügbar sein zum Downloaden und zum Streamen, und natürlich werden wir Sie auf der Homepage auch informieren, wann das der Fall sein wird. Aber dann können Sie James Rutherford da nochmal in seiner ganzen stimmlichen Pracht den Wotan interpretieren. Meine Frage wäre jetzt, wir haben diese wirklich sehr spezielle Situation auch, dass wir zwei britische Wotane haben, und der Wotan ist ja ein sehr vielschichtiger Charakter, wie wir schon gehört haben, und er hat auch viele Elemente von etwas, was die Briten den Deutschen immer unterstellen, was sie gar nicht kennen, nämlich Ironie. Es gibt ja auch, je bitterer sozusagen die Auseinandersetzung mit Fricka wird, gibt es Stellen, wie wollte ich listig selbst mich betrügen, oder wenn er dem neugeborenen Hagen zubrust und sagt, nimm deinen Segen, Nibelungensohn. Wie britisch ist der Wotan an dieser Stelle? Wie zeigt man diesen Zynismus oder diesen Sarkasmus in der deutschen Sprache, die ja dafür angeblich gar nicht ausgerichtet ist? But I think that sarcasm is a very arrogant sort of humor. Irony is a very arrogant humor. And Wotan has this arrogance throughout the whole cycle. So when he says these lines, it's behind that is a real, for me, dark, arrogant, powerful man who just wants to lash. So it has a real meanness sometimes when he does that. Also, for example, in Siegfried, in the scene with Alberich, when he plays with Alberich, it's almost like he's got a fish on the end of a hook, and he's playing with Alberich a little bit. And I just find his irony goes very well with the British arrogance. So I think the British can tune into that quite well. I don't know what James thinks about that. But yeah, but the British have a certain arrogance. As you do more production, Simon, of course, we are so influenced as artists by our directors. I shall point down at Dorian, who is down there. And we have to do, obviously, particularly for me, I took over the role from Simon. So what was written in the book that he did, I had to do. Now, that does make it complicated. It's much as we come from the same country. We're very different people, particularly on stage.
And for me personally, I think Simon does it in a darker way. Me, maybe more as a father, I enjoy more the end of Act 3 and getting into that. The last production I just did, I wasn't allowed to be sarcastic or ironic at all. It was all deadly serious, and presumably the director just didn't see it like that. So of course I've come actually directly from Duisburg, having done it on stage where I was allowed to do that, going to another production where then I'm not. So you have to be so adaptable to what's going on, yet still singing the same words, same music, but you have to change all your thoughts. Also ich muss sagen, James, es ist schön, dass du das so formuliert hast gerade. Für mich persönlich, und ich habe jetzt ja auch schon ein paar Ringzyklen überall dirigiert, für mich persönlich ist es eine ganz große Freude, mit euch beiden diese Stücke zu musizieren, weil ihr beide wirklich sehr unterschiedlich seid, sowohl stimmlich als auch in der Art und Weise an die Rolle heranzugehen und diese Rolle zu interpretieren, aber beide Fassungen so schlüssig sind und in sich so großartig, dass es für mich wirklich eine ganz, ganz große Freude ist, mit euch beiden in Düsseldorf und in Duisburg und dann vielleicht auch irgendwann andersrum diese Rolle zu musizieren. Deswegen wirklich ganz großes Dankeschön von meiner Seite dahin. Und da kann ich mich nur anschließen, es ist auch szenisch unglaublich faszinierend. Es ist natürlich auch nicht wirklich immer dasselbe, was der James spielt. Er spielt ja den Simon nicht nach, sondern er füllt die Aktion mit seiner eigenen Interpretation. Und das ist eine so faszinierende Reise, auf die man sich begibt miteinander. Und dann kommt in der nächsten Vorstellung wieder der Simon zurück und der macht dann wieder die Dinge etwas anders, vielleicht als er sie beim letzten Mal gemacht hat. Und es ist so bereichernd. Auch diese Produktionen wachsen ja durch die Interpreten so in einem enormen Ausmaß, weil diese Figuren ja auch selber eine Entwicklung durchmachen durch ihre Interpreten. Und das ist eine unglaubliche Freude, mit zwei so unglaublich großen Wotan dieser Zeit immer wieder diese Inszenierung neu, aber doch natürlich auf Grundlage dessen, was da inszeniert worden ist, zu erfinden. Das ist einfach ein Traum. Und wenn ich euch jetzt beide schon mal hier sitzen habe, habe ich einen ganz großen Wunsch. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ob wir das technisch hinkriegen und überhaupt auf diese Entfernung. Aber ich würde einmal nur gerne mit euch den letzten Satz von Wotan im 3. Akt. Wer meines Speeres Spitze fürchtet, durchschreite das Feuer, nie einmal gemeinsam musizieren. Ich werde versuchen, das am Klavier zu spielen und es wäre toll, wenn ihr dazu singt, und das würde ich dann an den Schluss stellen und mich dann von Ihnen, liebes Publikum, verabschieden. Ein Speer. Gut, gerne auch mit Speer. Mit Speer, okay. Speer in Corona-Zeit. Diesen Speer dann zerschlägt, dann wird die Wohnung aber sehr dreckig bleiben. Auch mein Ohr auch, ja. Genau. Moment. Und dann bedanke ich mich bei Ihnen, liebes Publikum, dass Sie dabei waren. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren Gästen James Rutherford und Simon Neil. Vielen Dank. Vielen Dank, Dorian, für das Gespräch. Wir freuen uns auf Ihre Bemerkungen und vor allem auch Anregungen und Fragen über die Kommentare, über die Kommentarfunktionen in den sozialen Netzwerken oder per E-Mail. Die Adresse werden Sie eingeblendet sehen am Ende. Und wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Folge zu Siegfried, die wir am Samstag dann senden werden. Und jetzt werde ich nicht verraten, wen wir dann als Gast zuschalten. Gut, also von meiner Seite aus versuchen wir das jetzt mal musikalisch zu beenden. Und ich sage herzlichen Dank. Dorian. Danke, bleiben Sie gesund und wir freuen uns auf die nächsten Folgen. Bis Samstag. Bleiben Sie gesund. Ciao. Schreib